Hallo! Heute erzähle ich euch etwas zu meiner aktuellen Haarroutine. Als erstes zu sagen, dass ich mir meine Haare nur alle 2 bis 3 Tage wasche, weil erstens fetten die dann nicht so schnell nach, zweitens spart man viel Zeit und drittens ist es einfach besser für die Haare. Zum Bürsten benutze ich den Tangle Teezer. Gerade nasse und feuchte Haare kann der viel leichter und schonender entwirren. Generell achte ich darauf, dass ich meine Haare ganz vorsichtig und schonend durchkämme. Kommen wir nun zu den richtigen Haarprodukten. Als Shampoo benutze ich und das ist mein allerliebstes Shampoo, das Phytokeratin von Phyto. Das ist für strapaziertes und brüchiges Haar und dieses Shampoo pflegt die Haare echt ultra gut und das ohne Silikone. Die Konsistenz ist ziemlich cremig und es sieht auch irgendwie aus wie eine Creme. Es schäumt aber sehr gut auf und dadurch braucht man nicht so viel, also ungefähr so eine haselnussgroße Menge. Damit werden meine Haare extrem glänzend und richtig schön weich und sie sehen einfach viel gesünder aus und ich habe danach nicht das Gefühl, dass ich eine Spülung noch benutzen muss. Für jede zweite oder dritte Haarwäsche benutze ich aber ein anderes Shampoo, und zwar ein ultra reinigendes Shampoo, um die Haare und die Kopfhaut von all dem Schmutz und Fett zu befreien. Dafür habe ich schon viele verschiedene tiefenreinigende Shampoos ausprobiert, aber das Beste fand ich ist das Big Shampoo von Lush. Das ist dieses mit den großen, groben Meersalzkörnern drin, die sich dann aber beim Waschen auflösen. Das macht die Haare wirklich glänzend und sauber. Da sind jetzt Sulfate drin, aber ohne das wird es eben nicht so quietsch-sauber. Das Big Shampoo finde ich außerdem so gut, weil sich meine Haare danach richtig sauber, aber nicht trocken anfühlen, weil da auch Kokosöl und Neroliöl drin ist. Und ja, eine günstige Alternative wäre nämlich das Tiefenreinigung Shampoo von Balea. Das hat die Haare auch ganz gut sauber gemacht, aber da hatte ich ein trockeneres Gefühl in den Haaren. Wie ihr seht, habe ich meine Haarspitzen aufgehellt und dieses Ombre hat meine Enden ziemlich strapaziert und um dagegen ein bisschen entgegenzuwirken und wieder Feuchtigkeit ins Haar zurückzubringen, benutze ich dieses Phyto 9 von Phyto. Das ist eine Art Haarcreme für die Haare mit 9 verschiedenen Pflanzenextrakten und Ölen, die dann feuchtigkeitsspendende und aufbauende Eigenschaften haben. Und das gebe ich dann einfach nach dem Duschen, wenn die Haare noch feucht sind, ein wenig davon in die Spitzen und massiere das so ein und das macht die auch schön weich und geschmeidig. So, und dann habt ihr sicher schon bemerkt, dass ich in meinen Haaren immer Locken oder wuschelige Wellen reinmache und dadurch muss ich sie ganz besonders schützen. Früher habe ich immer richtigen Hitzeschutz benutzt, aber irgendwie ist in den meisten Sprays fast nur Alkohol drin und das ist ja nicht gerade gut für die Haare und dadurch haben sie sich auch eigentlich mehr knusprig als geschmeidig angefühlt und deswegen benutze ich stattdessen das Moroccan Oil. Und ja, da sind hauptsächlich Silikone drin, aber eigentlich macht es genau das zu einem guten Hitzeschutz. Davon gebe ich dann etwa einen Pumpstoß in die Hände, verreibe das so ein bisschen und verteile das dann in die Haare rein und am besten auch hier, wenn die Haare noch etwas feucht sind, weil sich das dann besser verteilen lässt und man nicht zu viel Öl quasi auf einer Stelle bekommt. Es gibt noch günstigere Arganöl-Alternativen, aber dieses riecht einfach unschlagbar gut. Für Extrapflege zwischendurch benutze ich momentan wieder die Neem-Ölkur von Dr. Hauschka. Die hatte ich nämlich schon mal und fand sie richtig, richtig gut. In der Beschriftung steht, dass man sie am besten vor dem Duschen 20 Minuten im Haar einwirken lässt, also in einem Handtuch eingewickelt und dann sich die Haare wäscht. Ich mache es aber ein bisschen anders und zwar verwende ich die Ölkur immer am Abend, bevor ich mir am nächsten Tag die Haare wasche. Und zwar sprühe ich mir vorher erstmal die Haare mit so einer Wasserflasche ein, weil sie halt feucht sein müssen. Gebe dann das Öl auf die ganzen Haare und auch auf die Kopfhaut und ja, lasse es dann über Nacht einwirken. Einfach so ein Handtuch aufs Kopfkissen legen und schlafen legen. Und so saugt das Haar quasi das ganze Öl ein und am nächsten Tag nach der Haarwäsche glänzen sie so richtig schön und sehen schön gesund aus. So, das war's mit meiner Haarpflegeroutine. Ich hoffe, es war interessant und hilfreich für euch.
Schreibt mir doch in den Kommentaren, was so euer liebstes Haarpflegeprodukt ist. Vielleicht ist ja auch was für mich dabei. Und ja, ansonsten sehen wir uns zum nächsten Video. Tschüss! Das ist hier dieser Zweiteiler aus gestreiften, also blau-weiß gestreiften Hemd mit so richtig klassischen Kragen und Brusttasche.